einem verregneten Sonntagnachmittag saß ich strickend auf dem Sofa, Frank las und Konstantin vergnügte sich vor dem Fernsehgerät mit seiner Spielkonsole. David war im Kinderzimmer und baute aus Wolldecken für unsere Katze ein Haus. Als ich gerade die Maschen des Pullovers zählte, sprang unser Pflegesohn plötzlich splitternackt ins Zimmer. Irritiert schaute ich zu Frank, denn der Junge stellte sich breitbeinig vor uns hin, wackelte provokant mit dem Hintern und fasste sich an sein Glied. Weil sein Benehmen so gar nichts Kindliches hatte, fragte ich ungehalten: Was soll das jetzt, David? Während Frank im strengen Ton befahl: Zieh dich mal sofort wieder an. Doch David war sein Auftritt augenscheinlich überhaupt nicht peinlich, denn er lachte aufreizend und streckte uns erneut Glied und Po entgegen. Erst dann verließ er feixend das Zimmer. Kopfschüttelnd widmen wir uns weiter unserer sonntäglichen Beschäftigung. Doch es dauerte nicht lange, bis sich David wieder nackt und herausfordernd vor uns präsentierte. Sein exhibitionistisches Verhalten wirkte auf mich abstoßend, denn es erinnerte so gar nicht an das ungezogene Spiel eines kleinen Jungen, der sich nur einen Spaß machen will. Als er auch in den nächsten Tagen nicht damit aufhörte, uns nackt zu provozieren, rief ich Frau Lugmann an. Kaum hatte ich zu Ende gesprochen, meinte die: Da schrillen bei mir alle Alarmglocken. Und das Wort Missbrauch fiel. Mir stockte der Atem. Sie erklärte mir, dass Kinder in Davids Alter Erwachsenen gegenüber eine normale Scham entwickelt haben müssten. Ja, das ist ja allgemein bekannt, unterbrach ich sie ungehalten. Und aus diesem Grund habe ich sie doch auch angerufen. Doch sie ließ sich nicht aus der Ruhe bringen und dozierte unbeeindruckt: Verhalten sich Kinder, sie zögerte einen Moment und fuhr dann fort, in gewisser Weise schamlos, so stimmt etwas nicht. Und darum bin ich fest davon überzeugt, dass ihr Pflegesohn sexuell missbraucht worden ist. So etwas könne überall in der Schule oder beim Sport, aber auch in der eigenen Familie passieren. Am liebsten hätte ich mir die Ohren zugehalten. Ich wollte das alles nicht hören. Der Gedanke an missbrauchte Kinder war für mich von jeher unerträglich. Außerdem konnte ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass David so etwas Grauenvolles passiert sein sollte. Doch während ich noch darüber nachdachte, wie man einem Kind so etwas antun konnte, forderte mich die Sozialarbeiterin auf: Sie haben doch eine besonders innige Beziehung zu dem Jungen. Versuchen Sie bitte etwas herauszufinden. Es war mir absolut unerklärlich, warum vom Jugendamt kein entsprechend ausgebildeter Psychologe eingeschaltet wurde. Aber weil die Behörde uns untersagt hatte, ohne ihre Erlaubnis irgendeine das Pflegekind betreffende Initiative zu ergreifen und die Vormundschaft ausschließlich beim Jugendamt lag, wagten wir es nicht, einen Arzt aufzusuchen. Hilflos fragte ich mich: Wie soll ich das denn jetzt machen? Reden Sie mit ihm, sagte sie eindringlich, beendete das Gespräch und ließ uns mit unseren Sorgen allein. Am Tag darauf fasste ich mir tatsächlich ein Herz und fragte David, als wir beide allein zu Hause waren, vorsichtig, ob ihm in letzter Zeit irgendjemand zu nahe gekommen sei. Daraufhin brach der Junge sofort in Tränen aus und beteuerte: Nein, Mama, nein, es war nichts. Mir lief es eiskalt den Rücken hinunter, denn ich spürte deutlich, dass Frau Lugmanns Verdacht nicht unbegründet war. Lieber Gott, betete ich im Stillen, hilf mir. Und ich stellte mir dabei vor, was David wohl an Widerwärtigkeit geschehen war. Gleichzeitig begann ich im Geiste, die ganze Welt zu verdächtigen. Und so drängte ich den Jungen im liebevollen Ton, sich doch bei mir auszusprechen. Aber außer dass eine Träne nach der anderen über sein Gesicht kullerte, reagierte er nicht. Schließlich nahm ich ihn in die Arme und sagte leise: Egal, was du mir erzählst, Davy, wir halten zu dir. Ich weiß nicht mehr, wie lange ich ihn auf meinem Schoß hielt, während seine Tränen auf meine Hände tropften. Aber auf einmal begann er zu reden. Ein Junge, stammelte er, ein großer Junge, der wohnt nicht hier. Nur etwas gefasster sprach er weiter: Mama, ich habe am Waldrand gespielt, da kam er und hat mich da unten angefasst. Obwohl er nur Bruchstücke von sich gab, wurde es für mich nach und nach zur bitteren Gewissheit, dass sich jemand an dem Kind vergriffen hatte. Sofort erstatteten Frank und ich bei der Polizei Anzeige gegen Unbekannt. Bald darauf erschien eine erfahrene Kriminalbeamtin, die David ausführlich befragte. Anhand seiner Angaben ließ sie ein Phantombild erstellen und kurz darauf prangte überall in der Umgebung an Bäumen und Litfaßsäulen ein Bild des unbekannten jungen Mannes. Auch im hiesigen Tagesblatt wurde nach dem Täter gefahndet. Doch trotz der weiträumigen Suchaktion gingen keine brauchbaren Hinweise bei der Polizei ein. Niemand kannte den Täter oder hatte ihn jemals gesehen.
Besteht die Möglichkeit, dass es diesen Mann nur in der Fantasie meines Sohnes gibt, fragte ich mich und schaute die Kriminalbeamtin dabei beim nächsten Zusammentreffen an. Nein, sagte sie, auf gar keinen Fall. Nach der Befragung ihres Sohnes bin ich überzeugt, dass ein sexueller Übergriff stattgefunden hat. Ich zog die Stirn kraus und grübelte. Es ist mir rätselhaft, warum wir den Täter nicht ausfindig machen können. Nachdem die Ermittlungen auf Eis gelegt worden waren, fragte David eines Tages beim Abendessen mit gesenktem Kopf. Ist das schlimm? Was ist schlimm? Fragten wir alle wie aus einem Munde. Schließlich gestand der Junge uns leise, dass er sich die Sache mit dem Mann nur ausgedacht hatte. Und auf meine Frage, warum, schüttelte er nur den Kopf und murmelte verlegen, das weiß ich nicht. Nach Davids Geständnis zogen wir die Anzeige zurück und führten ein abschließendes Gespräch mit der Polizistin. Ich bin mir nach wie vor sicher, dass Ihr Sohn nicht gelogen hat, sagte sie bestimmt. Aber auch sie kam nicht auf die Idee, dass unser Kind auf einen dunklen Punkt in seiner Vergangenheit hinweisen wollte. Leider haben wir erst Jahre später erfahren, dass David in seiner früheren Familie missbraucht worden war. Wir wussten doch so wenig von seinem Vorleben, und es gab niemanden, der uns etwas darüber hätte erzählen können. Dora ging es genauso, auch sie hatte keine Ahnung, was Jenny in ihrer Herkunftsfamilie widerfahren war. Und wir hatten beide den Eindruck, dass mit der Vermittlung unserer Kinder für das Jugendamt die Arbeit erledigt war. Zudem wollte David seine Mutter um keinen Preis der Welt wiedersehen. Und weil er, als ich ihm vorschlug, sie doch noch einmal zu besuchen, sofort laut zu schreien begann, beließ ich es dabei. Mit Beginn des Sommers stand die Ferienzeit bevor. Konstantin fuhr mit seiner Klasse eine Woche in eine Jugendherberge nach Bayern, bevor wir dann gemeinsam zu Franks Mutter nach Spanien fahren wollten. Aufgeregt und mit Vorfreude packte Konstantin am Tag zuvor seine Reisetasche und füllte, wie ich fand, seinen Rucksack mit allerlei überflüssigem Zeug. Schließlich stand sein Gepäck griffbereit im Kinderzimmer, denn es sollte am nächsten Morgen schon sehr früh losgehen. Für uns die normalste Sache der Welt, aber anscheinend nicht für David. Nach dem Abendessen kam Konstantin weinend zu mir gelaufen und jammerte verzweifelt: »Mama, meine Sachen sind weg.« Schließlich fand ich seine Kleidung ordentlich eingeräumt in seinem Schrank. Reisetasche und Rucksack lagen leer in einer Ecke des Zimmers. Verwundert schaute ich David an, der wie eine Katze guckte, die der Henne die Küken gefressen hat, und trotzig sagte: »Ich will nicht, dass Konsti fortgeht. Er soll hier bleiben.« Augenscheinlich war die gepackte Tasche für den Jungen das Sinnbild für einen Abschied ohne Wiederkehr. Weil uns die Erfahrung gezeigt hatte, dass es mit ein paar tröstenden Worten nicht getan war, um Davids tiefgreifende Furcht abzuwenden, nahmen wir drei den unglücklichen Jungen in unsere Mitte, legten unsere Arme um ihn und hielten ihn wortlos fest. Das beruhigte ihn und half für den Augenblick. Doch am nächsten Morgen weigerte er sich, seinen Bruder zum Bus zu begleiten und wollte sich auch nicht von ihm verabschieden. Tränen rannen über sein Gesicht. Er weinte verzweifelt um den vermeintlichen Verlust des geliebten Bruders. Schließlich überredete Konstantin ihn, doch zur Haltestelle mitzukommen. Verschüchtert drückte sich David unter all den lachenden Schülern und ihren winkenden Eltern an mich. Als wir wieder zu Hause waren, blieb er während des ganzen Tages in der Nähe des Telefons und schickte alle Kinder, die ihn zum Spielen abholen wollten, wieder weg. Doch es tröstete ihn ein wenig, als Konstantin gegen Abend anrief und von seinem Heimweh erzählte. In der ersten Nacht nach Konstantins Abreise erlaubten wir David, bei uns im Bett zu schlafen. Zufrieden lag das Kind zwischen uns und lauschte einer Geschichte, die Frank ihm vorlas. Er genoss diese Sonderbehandlung sichtlich, denn bald darauf schlief er friedlich ein. Während der Abwesenheit seines Bruders gaben wir uns auch in der restlichen Woche viel Mühe, dem verunsicherten Jungen unsere gesamte Aufmerksamkeit zu schenken. Endlich waren die 8 Tage herum und wir holten Konstantin vom Bus ab. David strahlte über das ganze Gesicht. Der geliebte Bruder war wieder da und seine Sicherheit auf einen Schlag zurückgekehrt. Wir hatten unser Versprechen gehalten und ihn nicht belogen. Sein hinzugewonnenes Vertrauen zeigte sich deutlich in seiner weiteren Entwicklung, denn er wurde zusehends ausgeglichener und seine extremen Gefühlsschwankungen traten immer seltener auf.